Liebe Besucher und liebe Aussteller, schön, dass ihr zu unserem allerersten YouTube-Video eingeschaltet habt. Neben mir sitzt die Verena Elsen. Und das ist mein Kollege Maximilian Metzler. Genau, wir sind beide Teil der Ausstellerbetreuung des Friedhelm-Merz-Verlags. Wir veranstalten die Spiel in Essen und die findet dieses Jahr schon Zum 36. Mal findet die dieses Jahr statt. Ja, genau, und wenn man sich anschaut, wie die Spiel die letzten Jahre war und sich jetzt entwickelt hat und auch sich einfach gerade am entwickeln ist, dann kann man einfach nur staunen, denn dieses Jahr gibt es in allen Hallen richtig große Stände. Also egal, wo man hingeht, ist einfach beeindruckend. Wenn ich das auf den Plänen sehe, dann bin ich auf jeden Fall schon ziemlich aufgeregt. Genau, außerdem gibt es dieses Jahr eine ganz neue Halle. Dazu kommen wir aber gleich und erzählen euch ein bisschen genauer was darüber. Und ja, einfach durch diese ganzen Änderungen und durch diesen Wachstum wollen wir die Gelegenheit nutzen und alles ein bisschen umstrukturieren. Und bevor ich es vergesse, wollte ich noch ein Gewinnspiel ankündigen, das am Ende des Videos noch zu sehen sein wird. Also da gibt es eine Frage, die werden wir euch stellen und wir hoffen, ihr bleibt einfach bis dahin dran. So, fangen wir einfach mal an. Also in den Hallen 1 und 3, da hat sich nicht viel getan. Da findet ihr nach wie vor die euch alten, bekannten nationalen und internationalen Verlage. Die erste richtige Änderung haben wir dann in der Halle 2. Das war im letzten Jahr noch gemischt, Brettspiele, aber auch zum Teil noch Fantasy- und Rollenspiele. Die Fantasy- und Rollenspiele, die haben jetzt in diesem Jahr eine eigene Halle, aber wie gesagt, das kommt gleich noch, also dazu gibt es dann gleich noch mehr. Und in der Halle 2 gibt es in diesem Jahr rein ganz klassisch Brett- und Kartenspiele, also zum Beispiel Verlage wie ADC Blackfire, Korax Games, The Pokémon Company, Ankama, wirklich jetzt um nur mal ein paar zu nennen. Und auch die Halle 4 kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wie eben schon erwähnt, gibt es überall riesige Stände. In der Halle 4 gibt es zum Beispiel auch einen französischen Gemeinschaftsstand mit folgenden Verlagen. Einmal Blue Cocker Games ist mit Le Scorpion Masqué, Blam, Les Jeux du Lac, Nuts Publishing, Kiwi World, Lumberjack Studio und Studio Twin gemeinsam auf einem Stand. Und das ist auf jeden Fall ziemlich aufregend. Und die kriegen Konkurrenz von den Briten. Denn die haben einen Gemeinschaftsstand mit Ellicat Games, Braincrack Games, Inside the Box Publishing, Room 17 Games und Themeborn. Und wer letztes Jahr schon zum Feuerland-Stand gesprintet ist, in der Halle 3, muss dieses Jahr bis in die Halle 4 sprinten, denn der wird dieses Jahr dort vertreten sein mit einer riesigen Fläche. Wie gesagt, es ist einfach verrückt, wie sich alles entwickelt. Und wer diese ganzen Spiele fleißig kauft, der ist vielleicht ein bisschen zu faul, die über die Messe zu tragen. Aber für den gibt es auch eine Lösung. Auch wieder in der Halle 4 gibt es den Versandservice. Da könnt ihr eure Spiele dann ganz problemlos nach Hause schicken lassen. Dann kommen wir zur neuen Halle 5, beziehungsweise war das im letzten Jahr noch die Halle 8 und die Halle 6. Die sind im Rahmen dieses Umbaus zusammengelegt worden, fusioniert zu der neuen Halle 5, wo ihr auch Brett- und Kartenspiele finden werdet. Da ist dieses Jahr der Stand von Board Game Geek. Also in dieser Halle gibt es ganz viele große und kleine nationale, internationale Verlage. Da ist zum Beispiel Playfusion mit einem riesengroßen Stand, das ist ein neuer Aussteller. Dann ist da aber auch die Firma Jeco, das ist ein total süßer Verlag aus Frankreich. Die haben richtig schöne Kinderspiele. Der Autorenworkshop ist auch noch in dieser Halle. Also lohnt sich auf jeden Fall, dort auch mal reinzuschauen. Genau, kommen wir zur neuen Halle 6. Also die ist halt von der Messe Essen auch neu gebaut und wieder mal riesengroß. Also ich weiß, ich habe das heute schon oft gesagt, aber es ist einfach verrückt. Ihr werdet es selbst noch sehen. Und die neue Halle 6 ist für Rollenspiele, Fantasy, Miniaturenspiele und Comics bekannt, oder sie wird zumindest dafür bekannt. Da findet ihr Aussteller wie Games Workshop, Ulysses Spiele, den Uhrwerk Verlag und ganz besonders freuen wir uns, dass dieses Jahr Panini wieder bei uns ist. Und wer Comics mag und Illustrationen, findet in der Halle auch die Zeichnerallee. Diese Halle hat einen eigenen Eingang und eine eigene Garderobe und das ist eigentlich auch unser Stichwort. Genau. Denn manche Cosplayer und LARPer werden sich von letztem Jahr vielleicht noch daran erinnern, dass vollkostümiert letztes Jahr am Sonntag umsonst reingekommen sind.
Und wir dachten uns, dieses Jahr kommen die ersten 100 Vollkostümierten über den Eingang der Halle 6 umsonst rein. Also wie gesagt, die ersten 100 jeden Tag, deshalb steht früh auf und macht euch schick, kommt vorbei, wir sind auf jeden Fall gespannt. Unser Kinderparadies ist wieder in der Galeria. Da gibt es jede Menge Kinderanimationen zum Spielen, zum Toben. Da sind dieses Jahr Firmen wie HP, Beleduc, Jumbo, Amigo, Epoch Traumwiesen. Und viele wissen das ja schon, wenn man zwischendurch mal Hunger hat, dann sollte man in der Galeria eigentlich auch auf seine Kosten kommen. Da gibt es wirklich eine riesen Auswahl an verschiedenen Essensangeboten. Genau, bei so vielen Änderungen verliert man auf jeden Fall schnell den Überblick. Und um das zu vermeiden, machen wir dieses Jahr den Spielguide. Das ist ein neues Format, das ist ein Magazin. Das könnt ihr an den Eingängen kostenlos erhalten. Also wir verteilen das dort. Und wer nicht so lange warten will und sich vorher schon ein bisschen schlau machen will, kann sich das auch eine Woche vorher auf unserer Website als PDF runterladen. Darin findet ihr auf jeden Fall viele nützliche Infos über die Veranstaltung, wie zum Beispiel Hallenpläne, die offizielle Neuheitenliste, die von uns rausgegeben wird, und Programm-Highlights. Ja, wir sind fast am Ende und wir hätten noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Und zwar läuft bis zum 31.07. noch die Abstimmung für den Deutschen Spielepreis. Und das ist ja ein Publikumspreis, deswegen alle, die jetzt noch nicht mitgemacht haben, würden wir uns super freuen, wenn ihr noch an der Abstimmung teilnimmt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Es lohnt sich auch auf jeden Fall. Wir verlosen unter allen Teilnehmern Spielepakete und Eintrittskarten für die Spiel. Und wenn ihr uns nicht nur auf YouTube angucken möchtet, sondern auch schriftlich auf dem Laufenden gehalten werden möchtet, dann könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Den haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen und den Link dafür, den findet ihr auch hier in der Videobeschreibung. Genau, und besonders aktiv sind wir auf Facebook und Twitter, deshalb würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch da ein Follow gibt oder ein Like. Die Links findet ihr auch in der Videobeschreibung und wie angekündigt gibt es noch ein Facebook-Gewinnspiel, diese Quizfrage, von der ich schon, glaube ich, etwas gesagt habe oder ein bisschen erzählt habe. Wie auch immer, lautet folgendermaßen: Welche Hallen belegt die Spiel 18 und über welche Eingänge kommt man rein? Auch zu dem Gewinnspiel gibt es den Link in der Videobeschreibung. Einfach draufdrücken und dann liken und mit der richtigen Antwort kommentieren. Und der Gewinner kann 2 Tagestickets gewinnen. Und falls ihr nicht genug von uns kriegt und einfach bis zum Spiel up-to-date bleiben wollt und von den Neuerungen erfahren möchtet, dann followt uns auch auf YouTube, subscribe, würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten und bis bald.